Wieso sollte man trainieren, seine Lippen beim Trompetespielen einzurollen? Damit beschäftigen wir uns heute in diesem Frage-Antwort-Video. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Mein Name ist Nico von Nikolai Kamp Trompetentraining. Das Lippen einrollen haben wir in einem Video zum Thema Höhentraining behandelt. Aber es gibt natürlich noch einen weiteren Grund, warum man die Lippen einrollen sollte. Und zwar hat es mit dem Ansatz zu tun. Und wenn du im Lippenrot einsetzt, das heißt mit der Innenkante deines Mundstücks drückst du ins Lippenrot deiner Lippe, dann hast du keine Ausdauer, keine Tonkontrolle, du spielst nicht effizient und dementsprechend bist du natürlich schneller K.O. und so weiter und so fort. Also diese Abwärtsspirale beim Trompetespielen setzt dann einfach ein. Dann muss man trainieren, die Lippen einzurollen. Dementsprechend sieht man weniger Lippenrot, man setzt das Mundstück auf und spielt dann eben mit eingerollten Lippen. Wenn du in die Höhe gehst, hast du genau den gleichen Effekt. Das heißt, wenn wir mal den Korpus einer Gitarre nehmen, Korpus der Trompete, der bleibt gleich, den können wir nicht verändern. Wir können aber bei der Gitarre die Saite spannen und dementsprechend wird natürlich auch der Ton, den ich da anzupfe, höher. Bei uns Trompetern haben wir natürlich die Lippen. Schlechter Vergleich mit der Gitarre, das ist klar, aber vom Prinzip her geht es um Schwingung. Wenn ich jetzt in die Höhe gehe und die Lippe eben einrolle, die also schmäler wird, dann schwingt eben weniger Lippenmaterial und dementsprechend kommt eine höhere Frequenz zustande, die uns dann hilft, in die Höhe zu spielen. Das heißt also, wir starten zum Beispiel beim C2 und machen nichts anderes, als die Lippen einzurollen. Und dann geht es nach oben. Der Ton wird natürlich jetzt dünner, das ist ganz klar, weil ich ändere ja nicht die Luftmenge oder die Luftgeschwindigkeit, sondern ich mache nur und gehe nach oben eben in die Oktave. C2 zu C3. Es ist nicht anstrengend, ich könnte den Ton auch Ewigkeiten aushalten, weil ich nur die Technik jetzt umsetze. Das ist alles und schon bin ich oben. Ich kann das natürlich dann auch erweitern oder ich kann auch noch mehr Luft drauf geben und dementsprechend habe ich natürlich dann einen volleren Ton, einen Ton, der sich etwas mehr durchsetzt, oder ich gehe eben in die gleiche Bewegung weiter und komme dann nach oben. Und kann dann letztendlich nach oben spielen. Und das ist das ganze Geheimnis, wieso ich die Lippen einrollen sollte. Oft ist es ja so, wenn man sich mit dem Höhentraining beschäftigt, dann drückt man das Mundstück, das Instrument gegen seine Lippen. Auch da drückt man natürlich Lippenmaterial ab. Das schwingt dann etwas schneller und dementsprechend kann ich natürlich einen Halbton, einen Ganzton nach oben mein Trompetespiel erweitern. Umso stärker ich meine Lippen dann trainiere, umso höher kann ich natürlich kommen. Aber irgendwann ist eben dem Ganzen ein Limit gesetzt, ein Ende gesetzt. Und dementsprechend muss ich mir natürlich wieder Gedanken machen, auf diese eine Art und Weise habe ich es bis zu diesem Ton geschafft, aber ich komme nicht weiter. Und das ist ja oft die Frage, warum stagniert irgendwann das Höhentraining? Wieso kommt man nicht weiter? Na klar, wir müssen unseren Körper trainieren. Unser Körper ist letztendlich dafür zuständig, damit wir ausdauernd spielen können oder eben auch klangvoll spielen können. Und so weiter und so fort. Also es gibt ja viele Punkte und da gehen wir dann schon in die Details rein, wie zum Beispiel Ringmuskulatur, Atmung, Zwerchfellmuskulatur, Flankenatmung und so weiter und so fort. Allein auch schon die Position des Sitzens oder des Stehens hat natürlich Einfluss auf unser Instrument. Aber beim Lippeneinrollen, darum geht es ja heute, geht es eben darum, dass wir uns eine Technik aneignen, beziehungsweise nur die Technik, wie es denn auch in die Höhe geht. Und da hilft uns eben dieses Lippeneinrollen unglaublich weiter, weil wie gesagt, wir rollen das Lippenmaterial ein, es schwingt weniger, dieses schwingt schneller und dementsprechend kommt natürlich auch ein höherer Ton zustande. Und das ist schon das ganze Geheimnis der Sache. Also wenn ich dann trainiere, gehe ich eben vom C aus. Und kann eben dann nach oben weiter trainieren. Oder ich kann auch tiefer anfangen, also letztendlich musst du dieses Training immer an deinen Leistungslevel anpassen. Probier's mal auf diese Art und Weise. Wenn der Schalter bei dir dann umgelegt worden ist und du merkst, Mensch, das klappt ja viel leichter und ich komme viel leichter in die Höhe und auch ausdauernder, dann kümmere dich auch noch, dass du auf den Tönen, die du oben erreichst, die Lautstärke etwas anschwellen lässt und wieder wegnimmst. Das heißt, wir gehen da ins Luftgeben und ins Luftwegnehmen rein, also Crescendo, Decrescendo. Denn dann kannst du auch da oben natürlich dann Klangvolumen erzeugen, beziehungsweise schöne, runde
melodische Töne, die nicht brutal und brachial klingen und sich unbedingt mit Lautstärke und Brutalität gegenüber anderen Instrumenten durchsetzen müssen, sondern du kannst diese Töne auch ohne Probleme erreichen und kannst im Balance zu den anderen Instrumenten spielen, zu den Kollegen im Satz, aber natürlich auch zum ganzen Orchester oder Ensemble. Probier es mal aus und schreibe unten in die Kommentare, wie es bei dir funktioniert. Ich wünsche dir dabei sehr viel Erfolg. Lass am Ende ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.